Das ist der Fritz. Ja, der Fritz ist Importeur der Marke Adria in der Schweiz. Er ist verantwortlich für ganz viele Händler. Hallo Fritz, grüß dich herzlich, komm mal zu mir. Das ist ein Volumenmodell, auf das ihr richtig stolz sein könnt. Ja, das ist der 600er und das ist der Beat. Ist der Beat ein guter Händler? Einer der besten. Einer der besten, muss man sagen. Ihr habt ein Riesenhändlernetz hier und die Idee war einfach mal, dass wir mit allen Händlern mal die Fahrzeuge ein bisschen vorstellen. Das ist richtig. Und der Beat ist wo? Hallo, Beat erstmal. Wir sind in Göbingen bei Bern. Ja, bei Bern. Das heißt Ganz für dich ein Home Run. Das ist genau so. Ja, das ist so. Ihr seid in der Deutschschweiz, wie es jetzt da ist. Das ist ein sehr interessantes Auto, gibt es in 2 verschiedenen Längen. Und wir schauen uns jetzt mal die etwas kürzere Länge an. Was hat der längere mehr? Der Länge ist 7,5 Meter. Hier sprechen wir von 6,99. Ja, oft sind ja so, die kurzen haben den Querbetten, die langen haben Längsbetten. Ist es hier auch so? Genau, nein, hier haben wir immer auch Längsbetten bei 7 Meter Länge. So, fangen wir vorne an. Das ist ein voll integriertes Fahrzeug auf Basis von, was da drunter? Das ist alles auf Fiat Ducato. So, Fiat Ducato 8 Jahre ab nächstes Jahr, was kommt. Genau. Viele, ich sag mal, Helferlein sind jetzt mit dabei, aktiver Spurhalteassistent, Abstandstempomat, also all das, was die Leute wollen. Ihr habt aber auch hier vorne bei den voll integrierten Full-LED zum Beispiel. Genau, das ist auch möglich. Optik ist schön. Ja, ist sehr ansprechend dann. So, außen, ich nehme an, oben ist GFK. Was habt ihr drauf? Oben ist alles GFK und im Plus-Modell auch die Seiten- und Rückwände. So, klär mich auf. GFK, hagelfest, kommt aus dem Schiffsbau. Genau, hagelfest, glasverstärkter Kunststoff. Ist natürlich von der Festigkeit her wesentlich stabiler als Blech. Sprich, wenn es hagelt, macht es keine Beulen. Es braucht also Tennisbälle. Die Seiten? Auch die Seiten alles GFK. Genau, wenn du mal kurz mit deiner Faust mal so ganz leicht mal dran schlägst. Ja, man kann hier keine Beule drücken, geht nicht. Geht kommt hier wieder zurück. So, mal ganz leicht mal draufhauen, dass man mal hört, die Isolation. Ja, das muss so klingen, oder? Genau. Ja, also nicht hohl oder irgendwas, sondern das ist Sandwich-Bauweise? Das ist Sandwich-Bauweise, genau, mit XPS-Isolation drin. So, das bedeutet, wir sind in der Schweiz, das Ding ist absolut winterfest, oder? Absolut, absolut. Das ist so. Das ist ein Volumenmodell, sage ich immer, denn die Leute strömen hier rein. Das ist ein Teilintegrierter mit Längsbetten auf 7 Meter Länge. 7 Meter ist ja so die Geschichte, wenn du so Last-Minute-Camping machen möchtest in Südfrankreich. Du rufst beim Campingplatz an, du kennst die Frage, die stellen, wie lang ist Ihr Fahrzeug? Das ist so, genau. Was über 7 Meter ist, haben sie keine Plätze mehr. Oft ist so, oder? Oft, ja. Ja, obwohl die meisten Wohnwagen ja mit Deichsel 8, 9 Meter haben, sagen sie bei Wohnmobilen immer, nee, geht nicht mehr. Das ist komisch, oder? Ist leider so, ja. Genau. So, wir schauen mal direkt mal nach hinten. Das ist eine riesen Garage, die ihr reinmacht, mit 200 Kilo Belastung. Das heißt, du kannst mal einen Motorroller reinmachen. Wäre auch möglich, das ist so. So, da hast du die Verkleidung. Du hast immer noch viel Platz, unter anderem ein ganz großer Schrank an der Ecke. Ja, das ist gedacht eben auch für die Möbel, damit man die noch verräumen kann hier drin. Okay, das heißt, du hast welche Möbel zum Beispiel? Stühle, Tisch, was auch immer. So, Zooösen sind mit drin. Das heißt, du hast eine große Tiefe, wo die Räder reinkommen. Was wichtig ist, dass du nichts abbauen musst, Spiegel oder so irgendwas. Das ist so, genau. Auch die Breite ist so breit, dass man ein normales Motorrad oder auch 2 E-Bikes hier transportieren kann, ohne etwas abzubauen. Ja, ihr habt auch 230 Volt zum Laden hinten direkt drin. Ja. Ihr habt nochmal 12 Volt mit drin mit 10 Ampere, also 120 Watt kann ich hier dranhängen. Genau. Egal, was ich dann habe. Und es sind Serviceklappen nochmal zusätzlich mit drin. Wir können uns das mal ganz kurz anschauen. Genau. Dass ich das so ist noch eine Schublade. eine Schublade. Ja. In der Heckgarage. In der Heckgarage. Wir sind auf 7 Meter. Jawohl. Krass. Ist viel Platz in der Heckgarage. Ja. Wenn du mal gerade so nett bist, dich mal gerade da draufsetzt mit dem Poppes, dass wir einfach mal sehen, das ist eine richtig große Heckgarage. Ja, das ist also kein, weil der Größenvergleich hat es eben nicht gezeigt. Ja. Da kriegst du wirklich, also fast ein kleines Motorrad geht rein. Ja. Auch ein großes Motorrad geht rein. Komm, wir zeigen es mal hin. Das heißt, alles komplett aus GFK. Alles komplett aus GFK. So, das Heck, das ist ja mal ein Hingucker. Seit wann ist diese Optik im Einsatz? Diese Optik geht jetzt ab Modell 21. Also ganz Mit neu. den Island-Leuchten, ganz genau. So, was man sieht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute nicht nur, ich sag mal, das Einheitsdesign mit den runden Leuchten, ausgeschnitten mit allem drum und dran. Unten, das ist auch GFK hier. Alles. Okay. Das heißt, die Heckverkleidung, dann ist das normale Kunststoff. GFK ist bis und mit hier. Bis dahin. Ja, das genau. kriege ich aber einzeln. Das heißt sogar die Dann Stelle, haben die Sie- genau. am meisten kaputt gehen kann. Das Die kennst du ja. Die Ecken kriegst du einzeln, das ist so. So, Rückfahrkamera. Standard. Das ist eine Option. Sollte man aber mitbestellen, oder? Sollte man mitbestellen, das ist so. Sonst beim nächsten Mal bestellt man sie garantiert mit. So ist es denn.
So, und hier vorne sieht man, ich habe eine zweite Tür mit dabei. Am besten gehen wir mal kurz rein. Sehr kompaktes Fahrzeug. Ja, das ist die Länge 8 Meter dann. Das ist die Länge 7,5 Meter. Also 50 cm mehr. 50 cm mehr. Ja, können wir vielleicht, wenn wir fertig sind, einfach mal ganz kurz mal reinschauen, dass wir das mal sehen. Und alles das, was für das Fahrzeug gilt, für den Sonic Plus 600 SL, gilt eigentlich auch drüben, oder? Das heißt, das Bedienfeld, was wir sehen... Genau, ist alles genau gleich. Also technisch sind die beiden Fahrzeuge von der Ausstattung her identisch. So, 102.000 Schweizer Franken, wie er hier steht. Das ist eine Ansage. Trotzdem sagst du, man kriegt ein ordentliches Fahrzeug mit dem Design, mit einem Hubbett, was mit drin ist. Das heißt Platz für bis zu 4 Personen. Genau, das ist so. Wow. Merkst du den Stall? Draußen war ganz laut. Das ist so und jetzt ist er isoliert hier drin dann. Boah, ist das leise hier drin. Das ist so. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, ich will mal gerade was hören. Ja. Fritz? Genau, der Fritz ist da. So, jetzt ist ruhig. Ja, obwohl hinten ja noch offen ist, muss man sagen. Genau. Die Dachluken sind ja offen und so weiter. Mir gefällt das neue Bedienpanel, was ihr habt. Ja, genau. Das ist ein Multifunktionsbedienpanel, hat man alles sehr schnell im Griff, was hier die technischen Sachen anbelangt. Ja, Fahrzeug steht auf Gas hier. Starter steht auf Gas. Also das ist ein Truma 4 oder 6, was hat der? Das ist 6 drin. Eine 6 drin, die starke. Genau. Okay, mit Elektropaket auf Wunsch? Auf Wunsch mit Elektropaket, ja, genau. Okay, so das Bedienfeld, das kann man übrigens bedienen, da habe ich extra eine Anleitung zu geschrieben. Es ist sehr einfach, aber da gibt es noch einfachere. Es gibt noch ein analoges Bedienfeld für die Leute, die gar nicht klarkommen. Ja, aber es geht. Gut, das ist dann bei den ganz einfachen Fahrzeugen, aber hier bei dieser Qualität und dieser Ausstattung gibt es nur das CP Plus, okay. Da vorne ist es. Ja, die Aufbautür, auch da beginnt das Ganze ja. Die ist isoliert. Hier vorne ist der Mülleimer schon mal mit drin. Das sind so Kleinigkeiten. Ich kann rausgucken. Die Breite ist okay. Also klar, sie könnte immer breiter sein, aber wir sind ja hier auf 7 Meter. Ja. Wenn die Tür natürlich 2 Meter breit machst, das geht nicht so einfach. Das ist so, ja. Das ist ja jetzt schon die breite Aufbautür. Das heißt, wir sprechen hier von 65 cm. Die gibt es noch schmaler. Die gibt's, vorher war sie 55. Okay, zeig mal Fliegengitter bitte, dass wir das haben, Beat. Da vorne Fliegengitter ist integriert. Ja, natürlich. Ist bei jeder Tür. So, geht auf, sobald die Tür auf ist natürlich. Genau. So, Chan hat es euch angetan. Das heißt also, die Kochfelder, ihr habt große Kochfelder, ihr habt noch Platz zur Vorbereitung der ganzen Speisen, die gemacht werden. Wenn du mich mal gerade drauf gucken lässt auf das Kochfeld bitte, ihr habt das schön hier angerichtet mit der Deko. Die Schweizer essen ja viel Gemüse. Das ist so. So. Und da habe ich Platz. Auch also Platz für 3 große Pfannen dann. Ja, oder einen richtigen Bräter, der drauf ist. Ja, wie auch immer. Genau. Da ist Edelstahl-Spülbecken mit drin. Das ist mir schon aufgefallen in den anderen Fahrzeugen. Ihr habt jetzt gekantete Aluprofile drin als Halter für zum Beispiel die Kaffeemaschine. Die Schweizer trinken fast ausschließlich einen Espresso-Kaffee. Oh, jetzt hast du gerade Werbung gemacht, ja. Das ist so. Aber es gibt eine, die passt genau da rein. Genau, also es gibt die andere Kapseln auch noch. Es gibt andere Systeme auch noch, aber Kapselkaffee, das ist entscheidend. Weil keine Abwasche, keine große Vorbereitung und Kein so weiter. Schimmel. Das ist ja oft das ist Problem dann- bei den Vollautomaten, die du dann Genau. hast, ja. Dann guck dir mal die Schränke an. Ihr habt die so stromlinienförmig gemacht, dass das Platzverhältnis optimal ist und dass du nicht dich eingeengt fühlst. Ja, die Breite vom Fahrzeug, wo sind wir? 230. 230. Ja, genau. Okay, also hier vorne hast du ordentliche Beschläge. Ist riesig. Und alles, was an Technik ist, ist natürlich hier nochmal versteckt kurz. Das Ganze ist mit Holz verarbeitet, hier oben. Ich kann mal aufmachen, das ist das gleiche nochmal, Push. Also viel Platz nochmal. Hier oben habe ich noch ein kleines Fach mit drin. Und jetzt kommt das Highlight, der Tedford Kühlschrank mit großem Gefrierfach mit drin. Das ist, glaube ich, auch so vom Standard her. Jetzt muss man sagen, geeignet sind die ja nicht zum Einfrieren, sondern das ist ja gedacht, um, ich sag mal, gefrorene Sachen auch gefroren zu halten. Ja. Die Temperatur ist drin, also wenn du den Kühlschrank in der Mitte betreibst mit 3 Punkten, dann ist es minus 18 Grad hier drin. Du kannst aber auch über 20 Grad runterkühlen. Geht. Geht. Der ist auf Gas, der hier? Gas 220 oder 12 Volt. So, und das ist das Längsbett. Die Länge auch 2 Meter hier. Auch 2 Meter, jawohl, ganz genau. Geh mal bitte vor. Denn Thema Einstieg. Ist das meistverkaufte hier in der Schweiz, Längsbetten? Das ist das meistverkaufte Fahrzeug, das wir haben in der Schweiz, weil eben unter 7 Meter Länge. Okay, also wir sind wirklich nur Hotseller quasi. Genau. Auch hier hinten habt ihr ja die Schränke ein bisschen angewinkelt, dass ich keine Platzangst kriege hierzu.
Was mir auch sehr gut gefällt, ist hinten das Muster, ein kleines bisschen wie im Luxushotel, was drin ist. Dann, das ist ausziehbar hier in die Mitte. In der Mitte ist es ausziehbar, genau. Hier kannst du noch ein großes Bett machen, falls gewünscht. Und gibt es dann ein 2x2 Meter. Ja, Ambiente-Licht ist hier drin. Ihr habt allerdings hier Messelicht drin, muss man sagen. Also Hier ist noch Messerlicht drin. das Ambiente wird ein bisschen zerstört hier von den Wohnwagen. Leider ist so. Ist so, aber dann können die Leute gut gucken. Hier sind Kleiderschränke. Genau, Kleiderschränke. Und hier ist wichtig, die Kleiderschränke kann man öffnen. Und dann ist das Wichtigste ist dann natürlich, man kann das ganze Tor wegschwenken. Nee. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit eben alles zu verstauen, ohne dass dein Tor dich im Weg ist dann. Habe ich noch nie gesehen. Also ich habe viel gefilmt, aber wegschwenkbare, wenn du mir das noch einmal in Zeitlupe zeigst. Und das war nicht gespielt, das hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, dass viele es gar nicht wissen, die die Fahrzeuge ausprobieren hier, oder? So. Das ist so, genau. Ja, und bitte nochmal aufmachen. Das konnte ich stundenlang zugucken. Cool. So, linke Seite, was habe ich da? Diese Seite hier haben wir dann Schubladen. Ja. Das heißt, große Schublade oben und kleine Schublade unten. Ja, du hast gerade schon gezeigt, das sind ordentliche Matratzen, es ist Lattenrost drunter. Genau. Die Leute sagen, sie schlafen oft im Wohnmobil besser als zu Hause. Ja, das ist dann schnell möglich, weil diese Matratzen sind wirklich sehr bequem. Ich kann aber noch Topper kriegen. Also wenn ich jetzt sage, ich will noch Geltopper oder sowas drauf machen. Denn ich habe das Besondere bei den Matratzen, kein Sonderformat. Ich habe rechteckige Matratzen. Genau. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein ganz spezielles Matratzen-Setup bei mir im Auto. Da hängt jetzt der Spannbezug drüber. Das ist hier kein Thema. Ich kann ganz normale Spannbezüge holen. Oder? Ja, das ist so. Cool. Fenster. So, da ist die TV-Vorbereitung. Genau. Optional hier, oder? Das ist standardmäßig drin. Standard. Genau. So, dann hast du einen Faltvorhang, Genau. wo ich mich vereinzeln kann. Das ist mal ein Trennvorhang für den Schlafbereich hier, Okay. wo man sich abtrennen kann. Das ist mal Punkt 1. Natürlich kannst du auch die ganze Front verdunkeln, dann ist das ganze Volumen bis vorne zu. Aber du kannst auch nur diesen Trennvorhang für das Schlafen in der Nacht zumachen. Prima. So, das Wichtigste für viele ist ein großes, geräumiges Badezimmer und die Möglichkeit, die Toilette zu benutzen, ohne Tetris zu spielen mit den Beinen. Du bist ein großer Mann, zeig mir das mal bitte. Genau. Sitzhöhe passt? Jetzt passt. Du kannst hier ebenswegs auf die Toilette gehen, keine Stufe, nichts. Und kannst die dann hinsetzen, normal, drauf, mit normaler Stehhöhe. Also wie zu Hause. So, du kannst die Tür auflassen, dann kannst du die Beine mal richtig ausstrecken. Dann hast du eine dedizierte Dusche, du musst nichts umbauen. Genau. Auch die Dusche ist komplett separat. Also wie zu Hause. Interessant ist der Duschkopf, guck mal hier. Gut, das Auge ist ja mit. Da ist eine richtige Abtrennung mit dabei. Da muss ich dann nicht mit dem Vorhang spielen oder sowas. Genau. Gut, wir sind hier bei 100.000 Schweizer Franken, muss man schon sagen. Da ist ja Minimum Tedford, die Kassettentoilette. Da kann ich mir auf Wunsch, ja, wenn ich möchte, auch eine zweite Kassette besorgen. Wenn ich die Autarkie ein bisschen verlängern möchte, Genau. macht auch der eine oder andere. Ja. Dann leider kein Waschbecken. Das ist schade. Natürlich haben wir Waschbecken. Das ist ein klappbar hier. Okay. Das heißt, das Waschbecken klappst du runter. Ich glaube, das nennt man in der Schweiz heißt Lavabo, oder? Lavabo, ja, genau. La Lavabo. Lavabo, jawohl. Das ist cool. Das heißt, es läuft automatisch ab, leicht zu reinigen. Ja, genau. Und den Kran schwenkst du einfach rüber dann. Den Wasserhahn schwenkst du rüber, ganz genau. Zeig mal. Okay, Und verstanden. dann geht's los. So, du kannst durchlüften, sogar einmal quer. Jawohl. Auf Wunsch auch Sog. Geht das auch bei der Toilette? Das kannst du haben, ja, genau. Okay. Das Nicht heißt, ab Werk, aber wir bauen es natürlich nachträglich ein. so, jetzt, das ist die Fahrposition. Der Tisch ist absenkbar, geht das? Der Tisch ist absenkbar, genau. Auch einzeln einstellbar. Das heißt, du kannst den Tisch auch noch drehen und verschieben in jede Richtung, die du möchtest. Alles, was du willst. Prima. So, und die Sitze sind drehbar. Kleines Detail hier, haben wir schon im Fiat Ducato 8 eingebaut. Das heißt, die einen oder anderen, die ihr bekommen habt, haben schon das neue Fahrgestell drunter. Genau, das ist jetzt bereits das neue digitale Armaturenbrett, das drin ist. Und auch natürlich die Verkleidungen vom ganzen Armaturenbrett sind alles auf die neue Version. Auch die automatische Klimaanlage bei diesem Fahrzeug jetzt und das kleine Navigationssystem mit 7 Zoll Bildschirm. Jetzt habt ihr hier sogar die volle Version gewählt. Das heißt, ihr habt ein voll digitales Frontdisplay hier eingebaut. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch der große Motor mit drin. Wenn die Leute es noch nicht gesehen haben, das ist nochmal ein ganz anderer Look, oder? Das ist nicht mehr so LKW. Das ist ein ganz anderer Look und es ist eben, wie du gesagt hast, nicht mehr LKW, sondern jetzt ist wirklich wie PW. Wie ein ganz normaler Personenkraftwagen, Genau. wie wir ja sagen. Extra Tür, das heißt, ich kann auch hier aussteigen, wenn ich mal kurz zum Tanken oder so. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt ja immer noch integrierte ohne seitliche Türe links. Ich fahre ja so einen. Und das Problem ist dann immer, wenn du auf der Autobahn noch Zahlstellen hast, die du noch bezahlen solltest und müsstest, dann kommst du nicht an den Automaten ran. Tja, das ist doof. Gut. Dann gehst du hier raus und auf der anderen Seite dann. So, jetzt zeige ich mal gerade das Hubbett. Bitte einmal zeigen. Das wäre eine Option mehr. Die Schweizer lieben Optionen. Genau. Das Hubbett müssen wir jetzt herunterklappen. Wir machen es jetzt nicht ganz runter, sondern wir zeigen nur bis zum Sitzhöhen. Gerne. Und dann können wir das Ganze elektrisch herunterlassen. So, und das Hubbett ist fast größer wie das Bett hinten, oder? Das ist so, genau. Das Bett hat eine Größe von 2 Meter mal 1,50. 2 Meter mal 1,50. Genau. Das heißt, also hier könnte ich 3 kleinere Kinder reinlegen. Ja, absolut. Absolut. Die Enkel könnten hier schlafen, die können auch noch alle Freunde mitnehmen. Ja, So ist das. genau. Ja, mich hast du überzeugt. Gibt wahrscheinlich 100 Polster-Variationen, Das die ist ich so. wählen kann. Genau, man kann von Stoff haben, jede Farbe, grau, Anthrazit, beige, aber auch noch 2 Leder. So, wir sind durch. Tolles Fahrzeug. Wir könnten uns locker noch eine Stunde unterhalten über alle Details. Die Einweisung dauert wie lange beim Kunden, wenn die das abholen? Sonic sind etwa 2 Stunden. 2 Stunden. Ja. So, aber wenn der Kunde da noch Fragen hat, wird nie wieder betreut. After Sales macht ihr ja nicht, oder? Ja, natürlich. So, die Garantie auf das Fahrzeug? Garantie ist 2 Jahre, alles was Fiat und Adria ist, und 7 Jahre Dichtheit durch das Händlervertriebsnetz. Der muss, glaube ich, einmal im Jahr muss er zu euch kommen. Einmal muss er zur Kontrolle kommen. Ah, siehst du mal. Der kann aber auch zu jedem Adria-Händler zur Kontrolle kommen in der Schweiz. Adria-Händler in der Schweiz, genau. Wir zeigen das mal gerade, wo ihr seid. Und das Kochfeld ist schön. Ich mag ja die Firma Chan. Ich will es ja gar nicht erwähnen. Aber viele gute Sachen kommen daher. Da ist die Landkarte von der Schweiz. Und zeig mal gerade mit dem Finger drauf, wo ihr seid. Genau, wir sind hier in Gümlingen bei Bern. So, also Home Run. Home Run, ganz genau. So, das ist die Nummer 3 und ich gucke jetzt mal auf die Nummer 3. Ihr habt das schön gemacht. Ach, du bist der Chef? Ganz genau. So, wie viele Leute habt ihr? Wir sind 5 Leute. 5 Leute. Ja. Klein, aber fein. Ihr macht nur Adria? Wir machen nur Adria. So, das Ganze ist in Gümlingen. Das kennen die Leute in Bern, oder? Das ist bekannt. Das ist so. Wie weit ist das weg von Bern? Wir sind seit 20 Jahren Adria-Vertretung. Echt cool. Habt ihr viele Probleme mit Adria? Nein, sonst hätten wir die Marke schon lange nicht mehr. Abgegeben. Danke. Ja, 1. November 2021. Ja, wenn Sie aus Bern kommen, merken Sie sich mal schön den Namen Gümlingen und den Beat. Also es wäre mein Fahrzeug und vielen Dank fürs Einschalten. Das ist der etwas längere. Man sieht es, der guckt ein bisschen raus, der Sonic. Und da hat man ein bisschen mehr Platz, aber auch da, alle Fahrzeuge sind im Internet drin. Am besten mal reinschauen oder am besten zu euch kommen. Habt ihr viele Fahrzeuge da? Wir haben immer 2 Sonics mindestens auf dem Platz. Danke. Tschüss. Danke.